Hallo meine Lieben, heute gibt es eine vegane Schokoladennusstorte von mir zum Nachbacken und Genießen und ich hoffe, sie gefällt euch. Die genauen Zutaten und die Mengenangaben findet ihr dann in der Infobox. Los geht's! Als erstes nehmt ihr das Dinkelmehl und schüttet es in eine große Schüssel rein. Anschließend greift ihr das Kakaopulver und gebt es zum Dinkelmehl dazu. Darauf öffnet ihr das Backpulver und gebt es ebenfalls zur Masse hinzu. Hinterher kommen das Natronpulver und das Salz hinzu. Nachher fügt ihr noch den Rohrzucker und die Hafermilch hinzu. Und rührt noch das Kokosöl bei. Schlussendlich gebt ihr dann noch den Vanilleextrakt in das Gemisch . Und mixt alles zu einer Masse.
Nachdem ihr die Masse fertig zusammengerührt habt, folgt ein Esslöffel Apfelessig und alles wird dann wieder gut verrührt. Sobald der Apfelessig in die Masse untergerührt wurde, greift ihr zum Backtrennspray oder zur Butter und fettet damit eure 18 bis 20 cm Springform damit ein. Umgehend wird somit dann der fertige Tortenbodenteig in die Springform gegeben. Und mit einem Schaber glatt gestrichen. Der fertige Tortenbodenteig wird für 12 bis 15 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze gebacken und das Resultat sieht dann so aus. Für die Schokoladenmussschicht greift ihr zur veganen Sahne und schlagt diese mit dem Handmixer auf. Jetzt holt ihr die geschmolzene Schokolade und kippt diese immer mehr zur Sahne, damit nachher die Farbabstufung in der Torte herauskommt.
Nochmals mixen. Nochmals Schokolade hinzufügen. Und nochmals mixen. Nachdem die ganze Schokolade mit der Sahne vermischt wurde, holt ihr den Tortenboden und schüttet die Schokosahne darüber. Welche ihr dann auch wieder glatt streicht. Für die Ganache zerkleinert ihr die restliche Schokolade und kocht die restliche Sahne auf. Sobald die Sahne aufkocht, nehmt ihr diese vom Herd und schüttet sie zur Schokolade. Diese Masse lasst ihr dann so circa 2 bis 3 Minuten stehen und wartet ab. So, ihr seht, die Ganache hat sich gebildet. Und diese mischt ihr jetzt mit der Schokosahne und streicht die Schicht dann wieder glatt. Nun nehmt ihr die fertige Torte und lasst diese für mehrere Stunden oder sogar einen Tag im Kühlschrank, Gefrierschrank stehen. Sobald der Kuchen dann fest geworden ist, könnt ihr diesen nach Wunsch und Laune dekorieren.
Falls ihr den Kuchen nachbackt, gebt mir doch bitte in den Kommentaren ein Feedback und hinterlasst mir doch ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen und hoffe bis bald. Tschüss!